Okay, meine Freunde der leichten EDV und IT, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute möchte ich euch noch ein bisschen Ergänzung liefern zu dem Video von gestern, wo wir uns mit OpenSSH-Einrichtungen beschäftigt haben, Anlage der Keys und Ablage der Keys. Natürlich gibt es Tools, um das zu vereinfachen, um die ganzen Sachen nicht manuell im Editor machen zu können, sondern den Key direkt hochzuladen, beziehungsweise die Keyphrase auszuschalten, damit man sie nicht mehr benutzen kann. Auch wenn ich gestern gesagt habe, bei macOS ist das nicht möglich. Ich meine, es geht, man kann das schon im Schlüsselbund hinterlegen und das ist ein ganz normaler Standardbefehl. Mit diesem Befehl wollen wir uns mal ganz kurz beschäftigen. Das ist also quasi ein Quickie, damit werde ich das Ganze einfacher machen. Allerdings ging es mir gestern im Video auch darum, dass er das System, das dahinter steckt, einfach versteht. Es ist nicht so, dass man einfach SSH benutzt und dann einfach irgendwas irgendwo hinkopiert, sondern man muss schon wissen, wo das Zeug auf einem Server, wenn man den einen verwendet, hinkommt und wo es auf dem Client konfiguriert kommt, damit diese Daten zwischen Server und Client korrekt ausgetauscht werden. Wir haben uns gestern bereits mit dem Anlegen eines SSH-Key beschäftigt und haben dazu den Befehl SSH-Keygen verwendet. Geht da mein Piepen wieder los. SSH Keygen. Dann haben wir gesagt, wir setzen einen Parameter T und wollen einen ED 255.19 Key erstellen. Sicherlich gibt es hier andere Keys. Ich möchte aber nochmal betonen, dass der ED 255.19 Key momentan als der sicherste eigentlich so betrachtet wird und auch die öffentliche Empfehlung darstellt. Ich verwende auch diesen Key und würde euch auch nahelegen, diesen zu verwenden. Ihr könnt natürlich den ED 255.19 weglassen, dann bekommt ihr einen RS-Key, oder ihr könnt einen SCADA-Key angeben, dann bekommt ihr natürlich den. Wir möchten jetzt als erstes mal diesen Key erstellen. Wir haben das gestern schon alles durchgegangen, wir machen es aber heute noch einmal ganz kurz, um das ganze Schema einer schnellen Anlage eines Keys, das Einstellen eines Keys und das Verwenden eines Keys immer kurz durchzuprügeln. Also ganz kurz gehalten, schlank, ein Quick-Video quasi, ein Quickie. Dann haben wir die Pfadangabe, wo wir unseren Key speichern wollen. Wir übernehmen das einfach mit Enter. Der Standard wird ja vorgegeben, User, dann der Benutzername. In meinem Fall ist das Mike, dann das Verzeichnis SSH und da wird dann die ID ED 255.19 abgelegt, auch mit dem Pub-Key. Dann brauchen wir natürlich einen Passphrase, 3, 4, 5, 6, den empfehle ich euch immer anzugeben. Sollte jemand an euren Key drankommen, an euren Private Key, dann kann er ohne das Kennwort diesen Key einfach benutzen und sich auf diesen Serversystemen anmelden, zu denen normalerweise nur ihr berechtigt seid. Normalerweise hängt da auch Regularien hinten dran und eventuelle Strafen. Bitte da wirklich auch mit den Keys vorsichtig sein, wenn ihr auch einen Key bekommt. Gell? Achtet immer drauf, Keys sicher verwahren. Als nächstes kopieren wir uns unseren öffentlichen Schlüssel auf unseren Server und dafür gibt es einen Befehl SSH Copy ID, den wir dann angeben mit der Schlüsseldatei und dem Benutzer @server. Der Befehl schaut so aus: SSH Copy ID-I, das ist das Identify. Da haben wir unser Basisverzeichnis, unser Home-Verzeichnis, unser Verzeichnis SSH, dann unsere ID.pub und das Ganze gehört zum User Mike auf dem Server 192.168.1.106. Enter. So, dann will er das Benutzerkennwort für den Benutzer auf dem Server haben. Dann sagt er Operating Program or Batch File, Number of Keys added. Okay, das hat schon mal funktioniert. Dann sagt er uns, wir sollen uns anmelden, um das Ganze zu kontrollieren. Checkout if a key. Oh, genau, das werden wir jetzt dann auch machen. Wichtig ist bei SSH Copy ID zu beachten, die Authentifikation auf dem Server mit Passwort muss in der SSHD
Underline-Config im Hauptverzeichnis des SSH-Servers eingeschaltet sein. Das heißt, ihr müsst die Config-Datei aufrufen und Authentication Passwort auf Yes setzen. Ihr könnt sonst nicht anmelden, weil ihr habt ja noch keinen Key auf dem Server. Ihr braucht also quasi die Möglichkeit, euch mit dem Passwort zu verifizieren, dass ihr diesen Key deponieren dürft. Wenn ihr einen gängigen Key habt und den Key dann für einen anderen User hochladet, dann ist das eine andere Sache. Dann melden wir uns auf dem Server an und testen unsere Schlüsselverbindung. Wenn der Schlüssel korrekt deponiert worden ist, muss das jetzt funktionieren. Und das werden wir sehen, ob er eine Passphrase will oder ein Keyword. Er will die Passphrase haben. Hat funktioniert. Und wir sind drin. Das heißt, das war unsere erste Schlüsselanmeldung. Jetzt könnt ihr natürlich wieder in der SSHD Underline-Config im Hauptverzeichnis von eurem Server, SSH-Server, das Authentication Passwort auf No setzen. Was hat SSH Copy ID jetzt eigentlich gemacht? Wir haben das Verzeichnis hier unter Verzeichnis SSH. Dann machen wir nochmal dir und da hat er uns die Authorized Keys angelegt. Da steht unser Public Schlüssel drin, der uns die Anmeldung auch ermöglicht. Gut, sollte es bei dem Ausführen von SSH Copy ID ein Problem geben, dass er da irgendwelche Fehler spuckt, guckt doch mal auf dem Server in diesem Home-Verzeichnis nach, ob dieses Verzeichnis SSH existiert und ob das auch leer ist. Wenn nicht, löscht das Verzeichnis und erstellt das Verzeichnis.ssh einfach neu. Das war jetzt dieser Teil. Kommen wir zum nächsten Thema. Wenn ihr mit Key anmeldet und ihr werdet immer nach der Passphrase gefragt und ihr möchtet das nicht haben, dann könnt ihr das wie folgt beeinflussen. SSH add. Das reicht mir eigentlich schon aus. Wenn ich mehrere Keys auf meiner Festplatte habe, dann sollte ich natürlich wieder meinen Key angeben. Nachdem ich jetzt allerdings nur diesen einen Test-Key habe, reicht, wenn ich das so vollziehe. Dann muss ich die Passphrase angeben. Also SSH add, um das nochmal ganz kurz zu sagen, fügt unseren Schlüssel der Keychain von Apple jetzt hinzu. Bei Windows funktioniert das genauso. Das ist also exakt derselbe Befehl, okay? 4, 5, 6, da geben wir die Keyphrase ein. Identity added, das heißt, das ist jetzt, die Identität ist jetzt hinzugefügt worden. Und jetzt können wir mal Folgendes machen: SSH add Bindestrich L List. So, da zeigt er mir die Keys an, die hinterlegt sind. Und ihr seht, ich habe jetzt also einen Key hinterlegt. Das ist ein SHA 256, dann den Key, das ganze Zeug dahinter, und lokal, das ist ein ED 255 19 Key. Wir melden uns mit SSH auf dem Server an und haben keine Passwortabfrage mehr drin. Okay? Ich bin direkt auf meinem Server in meinem Verzeichnis drin und habe hier direkt Zugriff. Okay? Das haben wir jetzt mit SSH add erreicht. So, Verbindung ist wieder geschlossen. Wir können es nochmal machen. Keine Kennwortaufgabe. Exit raus. So. Wenn ihr jetzt allerdings das Problem habt, dass der sagt, oh, ich möchte hier den Schlüssel löschen, dann könnt ihr das mit Bindestrich D tun. Der löscht den aktiven, aktuellen Key, den der jetzt gerade verwendet, aus der Keychain raus. All identities removed. Das hat er uns gesagt. Dann gucken wir uns das nochmal an. Lass uns die Liste ausgeben. The agent has no identities. Okay? Dann melden wir uns nochmal auf dem Server mit SSH an. Und er möchte wieder eine Passphrase haben. Und dann bin ich wieder drin. Okay, damit schaltet ihr die Passphrase ein und aus.
So, nachdem ich den Schmarrn hier sowieso wieder lösche, dürft ihr gleich zuschauen, gelöscht. Brauche ich nämlich nicht mehr. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Das war jetzt wie gesagt ein kleiner Quickie, wie man das auf die Schnelle alles erledigen kann. Wenn ihr Fragen und sonstiges habt, bitte ab in die Kommentare da unten. Bitte seht von E-Mails einfach nicht ab. Ich werde sonst einfach aufhören, E-Mails zu beantworten, weil andere Leute schließlich auch davon profitieren, wenn das öffentlich kommentiert wird und öffentlich abgesprochen wird. Okay? Für die öffentlichen Kommentare könnt ihr gerne meine private Homepage benutzen. Der Blogartikel ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten einfach hier bei YouTube drunter schmeißen. Außerdem unterstützt das auch ein bisschen den Kanal. Dann, weil wir Kanalunterstützung sind, die Spendenlinks findet ihr unten, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, auch in der Videobeschreibung. Sollte euch das Video gefallen haben, bitte hinterlasst ein Like, ein Abo wäre riesig und wenn ihr die Glocke abonniert, werdet ihr auch brav und immer regelmäßig informiert, wenn es neue Updates, neue Videos auf diesem Kanal gibt. Es werden nicht so viele sein, ihr werdet also nicht in der Woche mit 7 Videos zugedonnert, sondern ihr bekommt vielleicht alle 2 Wochen mal ein Video oder mal 2 Videos die Woche. Das war's. Solltet ihr generell Probleme haben, das nachzuvollziehen, was in diesem Video drin war, oder generell Computerprobleme, Netzwerkprobleme, Virtualisierung, Docker, Schadsoftware, Viren, einfach meinen Computer aufräumen, die KSC, ein Remote-Dienstleister Nummer 1. Wir übernehmen das gerne für euch, für nur 25 € die Stunde, gegen Auftrag, ohne Vertragsbindung. Der Link zur KSC, zum Kontaktformular ist auch verlinkt und wir werden auch demnächst bald eine Telefonnummer zur Verfügung stellen. Eine deutsche. Bis denn. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.